Welt kommt nach Los Angeles. Und so kam der Tag, auch wenn viele daran gezweifelt hatten. Am 28. Juli 1984 kam die Welt nach Los Angeles. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 16 Tage in Los Angeles. 23:30 Uhr in Sat.1. Die letzte Konsequenz von Parodontose ist Zahnausfall. Und da verlassen Sie sich nur aufs Zähneputzen? Tun Sie mehr dagegen. Die Odol-Forschung hat jetzt zur Vorbeugung gegen Parodontose das neue Odol Zahnfleischaktiv entwickelt. Odol Zahnfleischaktiv desinfiziert, auch zwischen den Zähnen, da wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Das neue Odol Zahnfleischaktiv. Aktive Vorbeugung gegen Parodontose. Du fühlst dich mau und bist ganz blass, total geschlaucht, das ist kein Spaß. Bei der Frauenwelt bist du heute kein Held. Du hängst durch, hast keinen Schwund. So ein Gefühl ist doch zu dumm. Bumm, Patata. Jetzt muss ich entschlacken. Trink dich mit, denn Vitell gibt dir Schwung. Trink und fühl dich vital, trink und fühle dich jung. Trink dich mit, denn Vitell ist gesund. Trink und fühl dich vital, macht aktiv und gibt Schwung. Vitell weckt Vitalität. Trink und fühl dich vital. Komm ich morgens ins Bad, ist die Welt noch fad. Ich brauch mein Credo, den Duft von Credo. Und der Tag kann kommen, dieser Duft, der steckt an. Und schon bald merkt jeder Mann, das ist mein Credo. Die Frische von Credo. Das neue Credo mit aufregend neuen Düften. Credo und der Tag kann kommen. Neu, Canyon, ein California Super Snack. Man schmeckt, wie viel in Canyon steckt. Man schmeckt die Sonne in Canyon. Man schmeckt den Spaß in Canyon. Man schmeckt die Ernte in Canyon. Canyon. Sonnige, lockere, knusprige Zutaten. In Schokolade gedippt. Canyon Frucht. Schokonuss. Erdnuss. Neu, Canyon, ein California Super Snack. Canyon. Man schmeckt, wie viel in Canyon steckt. Sag mal, nach der Ausstellung könnten wir doch noch meine Eltern zu uns einladen. Da lass mich aber erst mal nachschauen, was wir anbieten können. Du, ein Weinbrand. Weinbrand, ja, aber nicht irgendein. Na, so riesig werden die Unterschiede wohl kaum sein. Riesig nicht, aber fein. Chantre. Sag bloß, den hast du am Geschmack erkannt. Ist doch sein Lieblingsweinbrand. Weich und rund im Geschmack. Chantre, man genießt den feinen Unterschied. Der General macht wirklich sauber. Der General lässt's richtig glänzen. Denn nur was wirklich sauber ist, kann richtig glänzen. Das zeigt der Wattetest. Der General mit Bioalkohol oder jetzt neu mit Citrokraft von Henkel. Guten Abend, liebe Zuschauer. Hier sind die Sat.1-Nachrichten. Wir fassen für Sie noch einmal die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Tages zusammen. Die zwischen Ostberlin und Bonn ausgehandelte Transitpauschale erhöht sich von 525 auf 860 Millionen Mark. Dieses Ergebnis einjähriger Verhandlungen erläuterte heute in Bonn der Kanzleramtschef und Verhandlungsführer Wolfgang Schäuble. Mit der Pauschale werden der DDR alle Kosten abgegolten, die durch Instandhaltung der Transitstrecken und der Errichtung des neuen Grenzübergangs im Raum Großbeeren entstehen. Zum einen wird die DDR im Süden von Berlin, im Raum Großbeeren, einen neuen Grenzübergang errichten. Sie wird einen neuen Autobahnzubringer zum Berliner Ring bauen und die Grunderneuerung der anschließenden Strecke des Berliner Rings durchführen.
Das alles aber, sowie einen weiteren Ausbau der Transitstrecken, wird Ostberlin mit den Geldern aus Bonn finanzieren. Ein gutes Geschäft also für die DDR. Denn der 10 Jahre gültige Vertrag wird ihr summa summarum Mehreinnahmen von fast 3,5 Milliarden Westmark bescheren. Bundespräsident Richard von Weizsäcker will die ehemaligen RAF-Terroristen Angelika Speitel und Peter-Jürgen Bog im Gefängnis besuchen. Die beiden sind zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, haben jedoch Gnadenanträge an den Bundespräsidenten gerichtet. Offensichtlich will sich von Weizsäcker jetzt im persönlichen Gespräch einen Eindruck von den beiden Häftlingen schaffen, die sich seit langem vom Terrorismus losgesagt haben. Die Witwe des 1977 von RAF-Terroristen ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer hat sich kritisch zu diesen Besuchsplänen des Bundespräsidenten geäußert. Sie sagte, eine Begnadigung der beiden Terroristen wäre für sie unfassbar. Im Frankfurter Prozess gegen den Libanesen Mohammed Hamadi wurde der Angeklagte von den Zeugen bisher immer als besonders gewalttätig und als der Anführer der Geiselgangster beschrieben. Vor 2 Tagen identifizierte der Pilot der entführten TVA-Maschine ihn sogar als Mörder des amerikanischen Marinetauchers. Für heute hatte Hamadi eine Erklärung zu diesen Zeugenaussagen angekündigt. Stark von der Wahrheit abgewichen seien die Zeugen, die ihn während der letzten Prozesstage belastet haben, behauptete Mohammed Ali Hamadi. Vor der Frankfurter Jugendstrafkammer erklärte der des Mordes und der Flugzeugentführung angeklagte Libanese, er habe nur Befehle weitergegeben, weil er Deutsch spreche. Das Kommando habe die ganze Zeit sein Komplize gehabt. Zu der Aussage des Piloten, der Hamadi als den Mörder des Marinetauchers Statham bezeichnete, wollte sich Hamadi heute nicht äußern, weil er sich von den Zwischenfragen des Gerichts gestört fühlte und außerdem, so sein Anwalt, unter Kopfschmerzen litt, brach Hamadi seine Erklärung vorzeitig ab. Ende des Monats findet in Berlin die internationale Währungskonferenz statt. Die Polizei befürchtet aus diesem Anlass terroristische Aktivitäten. Heute gaben die Sicherheitsbehörden dort eine Pressekonferenz. Diese Chaotensprüche stehen in Kreuzberg an jeder zweiten Wand. Sie lassen erahnen, was an der Spree Ende des Monats passieren könnte. Nach Informationen von Sat.1 soll der Kreuzberger Bürgermeister bereits Baufirmen in seinem Bezirk aufgefordert haben, in der fraglichen Zeit Bauwagen und Steine abzutransportieren. Die Sicherheitsbehörden erklärten heute, man solle nichts dramatisieren. Ab Montag werden 2700 bundesdeutsche Bereitschaftspolizisten ihre 6000 Berliner Kollegen verstärken. Auch Kontrollen an den bundesrepublikanischen Transitübergängen sollen, soweit rechtlich möglich, potenzielle Störer aus Berlin-West fernhalten. Die Behörden appellierten an die Teilnehmer geplanter Gegenveranstaltungen, sich von Gewalttaten fernzuhalten. Kurz nach der Ankunft des Papstes in Maseru im Königreich Lesotho hat dort die südafrikanische Polizei den Pilgerbus gestürmt, den bewaffnete Geiselnehmer heute Morgen gekapert hatten. Der Bus stand vor dem Gelände der britischen Botschaft. Die 4 Entführer hatten 70 Pilger, darunter Nonnen und Schulkinder, in ihrer Gewalt. Bei der Erstürmung des Busses wurden 3 Geiselnehmer und ein junges Mädchen erschossen. 11 Menschen wurden verletzt. Der 4. Geiselnehmer konnte festgenommen werden. Die Kolonne des Papstes hatte den Bus in nur 500 Metern Entfernung passiert. Eine Viertelstunde danach wurden Leuchtkugeln gezündet und Schüsse fielen. Der Papst war mit mehreren Stunden Verspätung in Lesotho angekommen. Wegen des schlechten Wetters hatte sein Flugzeug in Johannesburg landen müssen. Dort begrüßte der südafrikanische Außenminister Botho den unerwarteten Gast. Der Papst hatte eine offizielle Einladung wegen Südafrikas Rassentrennungspolitik abgelehnt. Am 31. August wurde der mutmaßliche IRA-Terrorist Terence McGuff an der deutsch-holländischen Grenze verhaftet. Jetzt erkannten ihn Zeugen als den Mann, der im März vergangenen Jahres einen Bombenanschlag auf die britische Rheinarmee in Mönchengladbach verübt hatte. Erfolg hatte die Polizei auch in Nordirland. Sie hob dort am Dienstag ein Waffenversteck der IRA aus. Das Waffenversteck in einer Mietwohnung in Londonderry war überraschend gut sortiert. Schweres Gerät war dabei, wie Raketen, Granatwerfer und großkalibrige Munition. Die Polizei fand das Lager, als sie dem Tod 2 älterer Leute nachging, deren Wohnung explodiert war. In Dublin setzten Englands Nordirlandminister Tom King und der irische Premier Huffey ihre Gespräche über den Konflikt auf der Insel fort. Über die Bekämpfung des Terrors sind sie sich einig, doch politisch gibt es noch immer Gegensätze. Denn Irland lehnt eine von London geforderte eigenständige Verwaltung in Belfast ab.
Der heftigste Wirbelsturm dieses Jahrhunderts hat in der Karibik verheerende Verwüstungen angerichtet. Heute tobte der Hurrikan Gilbert über der mexikanischen Halbinsel Yucatan an der amerikanischen Golfküste. Erhöhte Alarmbereitschaft für Polizei und Feuerwehr. Am schlimmsten traf es bisher Jamaika. Mit 280 Stundenkilometern fegte Gilbert über die Karibikinsel hinweg. Schiffe wurden wie Nussschalen hin und her gewirbelt. Verzweifelt versuchten Menschen, sich in Sicherheit zu bringen. Auf der Gefahrenskala tropischer Wirbelstürme erreichte Gilbert die höchste Stufe. Doch plötzlich, im Auge des Hurrikans, regte sich kein Lüftchen. Dann kehrte Gilbert zurück. Schlimmer noch als zuvor. Straßen verwandelten sich in Flüsse, Häuser wurden abgedeckt. Allein hier auf Jamaika kamen 6 Menschen um. 1,5 Million Bewohner wurde obdachlos. Das ist ein Viertel der Bevölkerung der Karibikinsel. Der fußverletzte Boris Becker fährt nun doch nicht nach Seoul. Er sagte heute Nachmittag ab. Es hat allgemein überrascht, dass der Olympiatourist Becker die Reise nicht antrat, zu der ihn das Nationale Olympische Komitee eingeladen hatte. Die zweite Überraschung hatte Tenniskönigin Steffi Graf im Olympiagepäck. Die Brühlerin brachte einen Scheck über 250.000 Mark mit zum Frankfurter Flughafen. Das Geld soll junge Olympioniken unterstützen, die nicht mit so goldenen Händen und schnellen Füßen gesegnet sind, die alle Gegner erbarmungslos ins Sportliche aussetzen können. Und dann wurde es auch Zeit für die Olympia-Sondermaschine nach Seoul. Unzählige Rackets im Gepäck, die lästige Presse im Nacken, schien Steffi dem Court in Seoul fast hastig entgegenzueilen. Doch erst muss die weltbeste Spielerin 12 Stunden gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Claudia Kode-Kilsch in der Luft verbringen, bis morgen 18:30 Uhr Ortszeit Seoul erreicht ist. Für die Fußball-Weltmeisterschaftsqualifikation 1990 gab es heute Abend 3 Begegnungen. In der Gruppe 4 spielten Holland-Wales 1:0, Gruppe 5 Norwegen-Schottland 1:2 und in der Gruppe 6 traf Nordirland auf Irland. Man trennte sich unentschieden 0:0. Und ich habe viel größere Zahlen, nämlich beim Lotto Ziehung A 2, 13, 20, 23, 26, 40, Zusatzzahl 19. Spiel 77, 6, 8, 6, 1, 2, 7, 2. Ohne Gewähr. Auch die Ziehung B 19, 22, 27, 36, 39, 44, Zusatzzahl 7. Die Lottozahlen wurden gezogen, das alles mit Gewähr. Ja, morgen ist der 15. September 1988. Es ist kalt in Deutschland und nicht nur da. So kalt sogar, dass es heute schon den ersten Schnee gab. Das können wir auch beweisen. Diese Bilder sind heute entstanden auf der Autobahn in der Nähe von Mannheim. Ja, und morgen soll es dann so aussehen. Im Süden der Bundesrepublik stark bewölkt und regnerisch, im Norden heiter bis wolkig, kaum noch Niederschlag, die Temperaturen 14 bis 17 Grad. Österreich bedeckt, zum Teil länger anhaltender Regen, bei Werten zwischen 8 und 14 Grad. Wechselnd bewölkt und nachlassende Schauer in der Schweiz, im Süden ist es noch sonnig. Die Werte im Norden bei 13, im Süden bei 20 Grad. Heute Nacht wird es klar sein, in den Frühstunden gibt es wieder Nebel und in Österreich wird es regnen. Die Werte 11 bis 3 Grad. Ski heil. Gute Nacht. Und guten Abend. Ritter Balloon, der neue Schokoladenriegel. Warum vertrauen Blendamed-Verwender ihrer Zahncreme? Frau Krüger, würden Sie von Blendamed auf eine andere Zahncreme wechseln? Wenn mir etwas gut bekommt, warum soll ich wechseln? Ich bleibe der Blendamed treu. Ja, woher kommt denn dieses Vertrauen in Blendamed? Weil Parodontose für mich ein Fremdwort ist. Und Zahnfleischbluten habe ich überhaupt noch nie gehabt. Aber ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt. Ja, können Sie mir beweisen, dass Ihr Zahnfleisch gesund ist? Machen Sie mir einen Vorschlag. Wollen Sie ein Küsschen? Gerne. Aber zuerst beißen Sie in diesen Apfel. Na gut. Na? Haben Sie gut eingekauft. Ja, ich kenne mich aus mit Äpfeln. Und ich mit meinem Zahnfleisch. Ich vertraue auf Blendamed. Und mit Parodontose habe ich überhaupt keine Probleme. Nehmen Sie Blendamed, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.
Liebe Zuschauer, zum ersten Mal werden im deutschen Fernsehen faszinierende Unterwasseraufnahmen von der letzten Reise des Forschungsschiffes Polarstern im antarktischen Meer gezeigt. Bei diesen Aufnahmen werden Tierarten zu sehen sein, die bislang noch unbekannt waren. Durch die Sendung unseres heutigen Telethema Natur führt Barbara Ritzet. Willkommen beim Telethema Natur. Zu Beginn unseres Jahrhunderts unternahmen gleich 3 Forschergruppen einen ersten Vorstoß zum Südpol. Der Norweger Amundsen war als erster am Ziel. Er erreichte den Pol am 18. Januar 1912. Seitdem wird die Antarktis erforscht. Mit dabei sind auch deutsche Wissenschaftler. Sie arbeiten in einer Polarstation und auf dem Forschungsschiff Polarstern, dem wichtigsten Werkzeug der deutschen Polarforschung. Das Schiff ist 118 Meter lang und 25 Meter breit und verfügt über 9 Laboratorien. Biologen und Physiker, Geologen und Geographen arbeiten auf dem Schiff. In jedem Winter fährt die Polarstern zur Antarktis und im Sommer wird die Arktis erforscht. Von ihrer letzten Reise zur Antarktis im Frühjahr 1988 brachten Meeresbiologen Unterwasseraufnahmen mit einer ferngesteuerten Kamera mit. Es sind Bilder aus 300 Metern Tiefe, Bilder, wie man sie so bisher noch nicht gesehen hat. Bei ihrer Kameraexpedition am Meeresboden entdeckten die Biologen auch neue, bislang noch nicht bekannte Tierarten. Wenn Sie die Bilder gleich sehen werden, zeigt Ihnen ein eingeblendeter Streifen am unteren Bildrand genau, in welcher Wassertiefe und an welchem Tag diese Aufnahmen entstanden sind. Zu einem kurzen Gespräch.